Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Wundert euch nicht, dass ich gegen die Captain Kyochich kämpfe. Das ist jetzt hier mehr so als Hintergrund-Gameplay gedacht. Und bei höheren Monstern, vor allem den Fernkampfmonstern und so weiter, müsste ich mich jetzt zu sehr konzentrieren. Und deswegen ist das jetzt hier nur so ein bisschen Hintergrund live, aber dafür Gameplay. Und wie ihr es am Thumbnail und Titel schon erkennen könnt, geht es heute darum, dass das Update jetzt genau 2 Monate in der Vergangenheit liegt. 27. November, jetzt ist, für mich ist technisch gesehen auch der 27. Januar, aber das Video wird am 28. erscheinen. Whatever, auf jeden Fall genau 2 Monate nach dem Update. Und ich dachte, ich mache so ein kleines Fazit von mir, was ich jetzt in diesen 2 Monaten erreicht habe, gemacht habe. Ich finde, es ist tatsächlich ziemlich heftig, aber Ansichtssache, I guess. Und außerdem noch ein kurzes Revue oder ja, kurz Revue passieren lassen, wie das Update so angekommen ist, beziehungsweise ja, wie man es einfach so findet. Genau. Kommen wir zuerst zum Wichtigsten. Was habe ich jetzt in diesen 2 Monaten gemacht? Ja, größtenteils tatsächlich doch, was ich eigentlich ursprünglich so nicht vorhatte, überwiegend gelevelt, beziehungsweise Dailies gemacht und gefarmt habe ich ein bisschen Anku, vor allem immer noch Kriton. Hat sich glücklicherweise auch zumindest zwischenzeitlich immer mal mehr und mal weniger ausgezahlt, aber Kriton überwiegend eher mehr. Ich habe einen Slayer gedroppt, einen Stuff und einen Bow, was auf Borodeng glücklicherweise relativ viel Geld war. Vor allem der Stuff war extrem, ich clean für 2,4 Milliarden verkauft, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hatte. Der war sogar mehr wert als der Bow und der Bow hatte quasi fast perfekte Rolls, den ich gedroppt hatte. Ziemlich cool. Und wie gesagt, das Hauptaugenmerk war aber jetzt tatsächlich eher Leveln, was aber auch dem geschuldet war, der Anku-Dungeon hat sich ja zwischenzeitlich immer mal wieder verändert und so. Ja, ich meine, ich werde ihn auf jeden Fall wieder farmen, aber es dauert noch ein kleines bisschen, tatsächlich. Und dafür aber schon mal die Ausbeute des Levelns, beziehungsweise vor allem der Dailies. Also gelevelt habe ich zwar auch ziemlich viel, aber das Hauptsächliche, was ich erreicht habe, XP und leveltechnisch, kam wirklich durch die Dailies. Und zwar habe ich 25 Charakter, die ich täglich spiele, beziehungsweise mit denen ich halt täglich die Dailies mache. Ja. Also manche von diesen Charaktern... Also beziehungsweise es ist eher so, die meisten dieser Charakter sind effektiv nur eine halbe Stunde bis 40 Minuten irgendwie am Zug. Und auf eine Gruppe von diesen Charaktern fokussiere ich mich dann für knapp 3 Stunden. Und die anderen sind immer nur so für eine halbe Stunde, 40 Minuten am Zug. Und das rotiert halt die ganze Zeit. So ist das grundsätzliche Konzept. Und von diesen 25 Charaktern ist einer Level 166. Der hat seit dem Update 4 Level-Ups gemacht. 2 sind Level 171. Die haben seit dem Level-Up jeweils 5 Level-Ups gemacht. 3 sind 175. Die haben seit dem Update insgesamt 27 Level-Ups gemacht. Einer ist 176. Der hat 10 Level-Ups gemacht. Einer ist 178. Der hat 12 Level-Ups gemacht. Und 17 sind 174. Die haben insgesamt 136 Level-Ups gemacht. Das heißt, insgesamt habe ich mit meinen Charaktern, die alle 166 waren, außer einer, der war halt 162, der ist das schwarze Schaf in meiner Herde sozusagen. Der Low Bob leider. Das war der letzte FEC-AM, weil der hat es leider nur auf 162 vor dem Update geschafft. Was auch ein bisschen daran lag, dass das Update ja wieder mal quasi fast komplett ohne Ankündigung kam. Oder zumindest ohne wirkliche Ankündigung. Sie haben nie wirklich gesagt, wann das Update kommt. Sie haben nur Hinweise dargelassen. Sehr fragwürdige Taktik, by the way. Aber insgesamt sind das 199 Level-Ups, von denen 195 auf Level 166 plus passiert sind. Also absolutes High-Level. Nicht mehr Endgame, kann man sagen. 166 ist es vielleicht nicht mehr unbedingt Endgame. Endgame ist jetzt wahrscheinlich 180 plus, I guess, weil man da das höchste Equipment erst freischaltet. Theoretisch zumindest, wenn man ignoriert, dass es Level-Downs gibt. Wenn man das noch hinzufügt, dann ist es zumindest 170. Aber auf jeden Fall die meisten Level-Ups wirklich im High-Level bis fast Endgame. Und 199 Level-Ups in dem Levelbereich
ist halt schon extrem heftig. Weil die Zeit, die ich dafür aufgewendet habe, also ich würde sagen, man kann pro Level-Up Minimum 3 Stunden rechnen. Eher 4, ehrlich gesagt. Wenn man kein XP-Event hat und keine Ballons, dann sind es eher 4 Stunden, um ehrlich zu sein, die man so bräuchte. Ich meine, 20-25% pro Stunde ist schon insane. Vor allem ohne Ballon und so. Also das schaffst du ab 175 eigentlich eh nicht mehr. Also 174 eigentlich auch nicht mehr. Also schon insane. Die Zeit, die diese Level-Ups gekostet hätten, wenn man das alles hätte gelevelt, hätte leveln müssen, dann wären wir wahrscheinlich irgendwo im 600 bis 800 Stunden Bereich und logischerweise habe ich keine 600 bis 800 Stunden dafür gebraucht und zusätzlich habe ich ja trotzdem jeden Tag noch 4-mal Kriton gemacht und auch Anku zu Beginn zumindest einige Male gefarmt. Also es ist nicht so, dass ich wirklich die ganze Zeit nur Dailies gemacht habe und nur gelevelt habe. Ich habe tatsächlich auch noch relativ viel andere Sachen gemacht. Geupgradet auch sehr viel. Stat-Scroll ist letztens erst eine 2,5 Stunden Session und so. Also trotzdem auch noch viele andere Dinge gemacht. Also wenn ich wirklich nur gelevelt hätte, wären es wahrscheinlich nochmal einige Level-Ups mehr gewesen. Und ja, ich finde, das ist schon ziemlich insane. Es ist jetzt natürlich nicht allzu spannend, das verstehe ich vollkommen, aber es ist Wahnsinn. Also so viel zu schaffen in so kurzer Zeit ist crazy. Mal angenommen, ich würde in dem gleichen Tempo weitermachen, wäre ich halt in 3 Monaten mit allen Chars 190. Natürlich funktioniert das nicht, weil die Dailies geben immer weniger XP. Logischerweise wäre ich in 3 Monaten, wenn ich genauso weitermache, nicht mit allen Chars 190. Ich meine nur in der Geschwindigkeit, in der die Level-Ups kommen. Theoretisch wäre ich dann kurz davor, dass alle Chars 190 wären. Ist natürlich, wie gesagt, dadurch, dass die Dailies immer weniger XP geben mit jedem Level-Up, natürlich nicht möglich. Aber so schnell ist das. Und bei so vielen Chars in so kurzer Zeit, finde ich, ist das schon auf jeden Fall trotzdem heftig. Und, richtig nice, weil ich habe ja gesagt, wir upgraden meinen Stuff auf Ultimate plus 10, wenn alle meine Chars, also alle meine Chars heißt minus die 3 Low-Bobs, also die 271er und der 166er, die zähle ich da jetzt immer nicht dazu, weil die machen wirklich nichts, also diese 3 machen nichts außer Dailies. Die anderen werden zumindest beim Leveln und so rotiert, aber diese 3 machen wirklich nur Kriton und Dailies. Die spiele ich quasi alle 3 am wenigsten. Deswegen sind die auch so weit ab vom Schuss, weil ich mit denen noch kein einziges Mal gelevelt habe. Deswegen sind die so viel niedriger als die anderen. Da sieht man auch, was der Unterschied ist zwischen Leveln und Nicht-Leveln. Also die Chars, die nicht wirklich gelevelt haben und keine Quests gemacht haben, muss man dazu sagen, die sind schon einige Level behind tatsächlich. Obwohl sie jetzt tatsächlich jeden Tag durch die Dailies mehr XP bekommen. Also die holen schon seit ein paar Tagen gut wieder an Prozenten auf, weil sie durch die Dailies effektiv mehr XP bekommen. Aber das ist halt erst seit ein paar Tagen so. Also denen fehlen auf jeden Fall locker 1,5 Level, 2 Level fast nur durch Leveln und dann nochmal fast genauso viel durch Quests. Das ist schon nicht wenig. Aber wie gesagt, die 17 Chars sind jetzt bald alle auf 155 und das sind dann insgesamt 22 Chars. Das heißt, gäbe es dann über 200 Oris nochmal durch Quests. Und das wird dieses Wochenende soweit sein. Also dieses Wochenende wird dann heftig live geupgradet. Wann genau kann ich noch nicht sagen. Vermutlich Samstag. Freitag wird leider nicht ganz hinhauen. Aber vermutlich dann Samstag. Genau. Und ja, das alles in 2 Monaten, wie gesagt, ist heftig. Auch wenn es nicht allzu spannend ist. Aber das ist eigentlich auch der Punkt, der mich, oder die Überleitung zum nächsten Punkt. Das Update an sich war halt leider, oder ist halt auch leider nicht so spannend, meiner Meinung nach. Also ich finde halt schon, es gibt relativ objektive Gesichtszüge, warum das Update an sich anscheinend nicht so gut ist oder nicht so gut angekommen ist, weil, wenn man sich mal die Patch Notes anguckt, alle Patch Notes, die bisher geschehen sind, in nahezu jedem Patch wurde der Behemoth Dungeon grundlegend, oder auch die Monster in der Open World, irgendwas wurde grundlegend nochmal verändert. Und selbst wenn es nicht mehr grundlegend verändert wurde, wie zum Beispiel die HP fast zu verdoppeln oder den Berserk Threshold von 15 auf 25% zu erhöhen und die HP von den Totems oder von den Statuen, whatever, zu verfünffachen und so weiter. Also selbst wenn man sowas nicht als grundlegende Veränderung definiert, dann sind es trotzdem krasse Änderungen Woche für Woche. Und ich meine, mit Woche für Woche meine ich alle 2 bis 3 Wochen, weil öfter wird ja leider nicht gepatcht. Dass da halt offensichtlich die Leute oder das Spiel selbst, die Entwickler auch, keine Ahnung, einfach nicht wirklich zufrieden sind, dass es halt einfach nicht passt. Und das ist halt schon echt eine Red Flag irgendwie, dass du jetzt selbst nach 2 Monaten immer noch probierst, den neuen Dungeon irgendwie so zu machen, dass es irgendwie Sinn ergibt, dass es für alle irgendwie halbwegs zufriedenstellend ist
und so weiter. Und das ist schon echt, also das war bisher nicht so. Also bei Wilds gab es nicht so viel Rumgeeire. Und auch generell hat sich das da damals trotzdem smoother angefühlt. Ich meine, bei jedem Flive-Update gibt es Leute, die enttäuscht sind oder Leute, die mehr gewollt haben und so weiter. Ich meine, das ist vor allem bei Flive-Updates, denke ich, ganz natürlich. Aber ich finde, so hat es sich noch nie angefühlt, dass es so wirklich undurchdacht ist, dass man jedes Mal das Gefühl hat, nach jeder Patchnote, da fehlt doch was, da muss doch noch mehr sein. Und die nächste Patchnote probiert dann wieder nur die letzte Patchnote irgendwie gerade zu biegen, dass es dann dem doch passt und so. Und das ist dieses Rumgeeire, was sich halt richtig, richtig schlecht anfühlt und was halt, ja, eigentlich relativ objektiv schon aufzeigt, das stimmt hinten und vorne was nicht, weil sonst würdest du nicht 5-mal was an dem Dungeon ändern. Und die Änderungen, wie gesagt, die sind halt nicht wirklich geringfügig. Ich meine, HP von irgendwas verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen und wieder reduzieren um 25% und so weiter und so fort. Das sind ja relativ krasse Änderungen, die, wie gesagt, aufzeigen, und das ist nur ein Beispiel, die Monster in Eilun war das gleiche, wo sie einfach die HP mehr oder weniger verdoppelt haben von vielen Monstern oder zwischen 10 bis knapp 100% die HP erhöht haben. Ich meine, sowas machst du mal nicht einfach so eigentlich, aber genau das haben sie gemacht, weil es halt nicht gepasst hat. Und das hätte halt so eigentlich auch nie geupdatet werden dürfen. Und das war ja eigentlich nach dem letzten Update so klar, dass die Entwickler das so auch nicht mehr machen wollten. Und eigentlich ist es jetzt genauso wieder passiert, obwohl es den PTS-Server gab. Und das alles ist schon irgendwie, naja, bisschen frustrierend, um ehrlich zu sein. Und mit ein bisschen meine ich ein bisschen zu viel dafür, dass das ja grundsätzlich, also mit dem letzten Update meine ich übrigens das, achso, ja, stimmt, das ist das letzte Update. Ja, ich habe jetzt gerade mit dem letzten Update, ich habe jetzt gerade über Wilds geredet. Nach Wilds gab es ja nochmal so ein kleines Update mit den Runen, wo es damals so ein Fiasko gab. Gut, das mal so ein Mini-Update, das habe ich jetzt schon fast wieder vergessen. Tatsächlich gab es beim letzten Update auch Probleme, aber mit dem letzten richtigen Update meinte ich tatsächlich Wilds, also um die Verwirrung aufzuklären. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Letztendlich fühlt sich das halt momentan einfach ziemlich unfertig an. Und was mich vor allem halt stört, ist persönlich, dass ich habe das Gefühl, ich sage nicht, dass es so ist, aber ich habe das Gefühl, dass sie nach so einem riesigen Update genauso wenig, beziehungsweise nicht wenig, aber dass sie zu wenig tun, um was dagegen zu tun. Also der ganze Discord wurde gespammt mit Feedback und Suggestions kurz nach dem Update und davon ist gefühlt 99% unbeantwortet, wurde nicht mal approved oder unapproved, das ist einfach quasi wie es wäre es gar nicht gelesen worden. Gab auch direkt nach dem Update so eine kleine Liste von Cat3s mit Sachen, an denen sie arbeiten oder Sachen, die bekannt sind, die man nicht mehr reporten muss oder soll, weil sie schon eben reported wurden etc., dass da was im Argen liegt oder dass man sich das angucken muss auf Entwicklerseite. Damit wurde auch nach 2 Tagen wieder aufgehört, sozusagen, so eine Liste überhaupt zu führen, weil man wahrscheinlich gemerkt hat, dass es so uferlos, was da alles an Feedback und Suggestions kommt. Das kannst du gar nicht im Blick behalten. Das ist quasi unmöglich, weil so viel nicht funktioniert und so viel falsch läuft. Und das ist halt crazy. Und dann, also ich meine, mein Lieblingsbeispiel, auch wenn es eine absolute Kleinigkeit ist, aber mein Lieblingsbeispiel ist einfach Umkleidekabine mit der Ibert Cap. Das ist jetzt mittlerweile schon fast 4 Wochen her, aber ich meine, sie sagen einfach, ja, die Ibert Cap ist jetzt in der Umkleidekabine gefixt. Und es gibt 3 Ibert Caps und eine wurde gefixt und 2 nicht gefixt. Und dann denkst du dir halt auch so, Bro, also ich meine, komm, sowas schreibt man doch dann nicht in die Patchnote, dann schreibst du halt nicht in die Patchnote, weil offensichtlich habt ihr es ja gar nicht gefixt. Und ich meine, das ist halt einfach crazy. So eine Kleinigkeit, nicht mal so eine Kleinigkeit funktioniert richtig. Auch da muss wieder nachgepatcht werden. Das ist quasi das gleiche wie bei Anku. Anku ist natürlich viel wichtiger, keine Frage. Aber so eine Kleinigkeit funktioniert schon nicht. Und deswegen fühlt es sich einfach so an, keine Ahnung, als würden die gerade alle nur auf Teilzeit, alle nur auf 25-30% wirklich arbeiten. Und ich weiß nicht, was in der restlichen Zeit passiert. Also es fühlt sich an, als würden die schon am nächsten Content-Update arbeiten oder am FEC oder so. Und dass mit dem Update hier einfach so grundlegend die Leute eher nicht zufrieden sind, das wird quasi mehr oder weniger ignoriert. Auch Kaigas Assault ist auch so ein Beispiel. Einfach mit diesen fliegenden Steinen, das ist einfach ein heftiger Grafikbug. Mal ganz davon abgesehen, dass der Modus grundlegende Probleme hat, weswegen ihn auch viele Leute nicht spielen wollen. Aber auch da, solche Sachen, und ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine Kleinigkeit, schätze ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt super kompliziert ist, das zu fixen. Auch das ist seit dem Update in Anführungszeichen kaputt und auch schon über 2 Monate und nicht gefixt. Und ich meine, wenn es in dem Tempo weitergeht,
werden halt auch wirklich über 90% der Sachen, die nicht funktionieren und auch vor allem der Suggestions, Sachen, die besser sein sollten, Sachen, die jetzt nicht zwingend nicht funktionieren, aber Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben, wie Beck, seine alte und seine neue Position, die beide keinen Sinn ergeben haben. Auch wieder so eine Änderung, die nichts gebracht hat, weil sie einfach nur verschlimmbessert hat. Sie ist einfach nur anders. Sie ist nicht besser, sie ist nicht schlechter, es ist einfach nur anders. Es ist genauso schlecht wie vorher. Und da wird halt das Allermeiste bis zum FEC so bleiben. Wenn die in dem Tempo weitermachen, sehe ich keine Welt, in der auch nur ein Bruchteil davon jemals ins Game kommt, an Bugfixes und an Suggestions, die wir aber bräuchten. Und das ist halt schon, selbst wenn immer die Leute kommen mit Argumenten, ja, die wollen halt nur Geld verdienen und bla bla bla. Ich meine, so wirst du auf Dauer sicherlich kein Geld verdienen, weil die das Ding gerade komplett an die Wand fahren, hat man das Gefühl. Und ich meine, das müssen die ja eigentlich auch merken, dass das so einfach nicht, das kann so einfach nicht sein. Also ich meine, die haben ein ganzes Team von Entwicklern. Ich weiß nicht, wie viel es tatsächlich sind momentan. 5 oder 6 sind zumindest im Discord. Und ich meine, wenn ich mir vorstelle, 5 oder 6 Leute in 2 Wochen, wenn die alle 40 Stunden die Woche arbeiten und dann kommen hauptsächlich Patchnotes nur zum Dungeon, wo du dir denkst, wie viele Entwickler braucht man nur dafür? Das kann ja nicht 6 Leute 40 Stunden für 2 Wochen binden. Das ist ja insane. Also allein schon, was Arbeitszeit kostet, auch in Südkorea. Ich meine, in Südkorea ist die Arbeitszeit nicht wirklich günstiger als bei uns, schätze ich mal. Also vielleicht ein bisschen, aber es wird trotzdem ein Vermögen kosten an Arbeitszeit, die ganzen Entwickler anzustellen. Und dafür dann so ein Ergebnis zu haben, also I'm sorry, aber das ist einfach zu wenig, TBH. Zumindest, wenn du gerade ein riesiges Update aufgespielt hast und, wie gesagt, die Leute dich fluten mit Suggestions, mit Feedback, dass es das was nicht funktioniert oder dass das so nicht sein darf oder kann oder soll. Und, ja. Also ist crazy. Und was am meisten triggert, ist halt einfach die Tatsache, dass es ja auf dem PTS auch anders war. Auf dem PTS hast du wirklich gemerkt, da waren mehrere Entwickler zu 100% locked in auf den PTS und haben gefühlt den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Und das ist halt eigentlich das, was wir jetzt immer noch bräuchten. Also zumindest die Hälfte der Entwickler müsste halt zu 100% gefühlt hinter dem Update stehen und da weitermachen. Und die anderen könnten ja was auch immer machen. Ja, was auch immer die gerade machen. FEC 2026, das nächste Update schon anfangen vorzubereiten oder zu planen oder was auch immer. Wäre ja fein. Also man kann das ja auch aufteilen. Das muss ja nicht, also es geht ja beides eigentlich, ne? Also ich meine, man kann ja auch verstehen, dass sie immer weitermachen müssen, weil neuer Content oder FEC heißt halt auch wieder Kohle und ich meine, ohne Kohle funktioniert es halt nicht so ungefähr. Kann man ja verstehen. Aber das muss ja nicht immer alles zu 100% die Ressourcen binden, aber so, wie gesagt, fühlt sich leider einfach an. Und so geht es halt auf Dauer irgendwann nicht mehr gut. Also solche Fehltritte, denke ich, kann man sich halt auch nur eine begrenzte, selbst bei Flyve, Anzahl leisten. Ich meine, man kann natürlich sagen, das Spiel ist unsterblich, was es halt quasi ist. Flyve ist literally unsterblich gefühlt. Aber es kann auf jeden Fall steil bergab gehen, wie man am Beispiel von Flyve PC sehen kann. Und ich denke, das will keiner. Und deswegen ist das halt schon ein bisschen schade. Aber it is what it is. Fast ein bisschen zu lange jetzt darüber geredet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage auf jeden Fall, oh hoppla, Interface ausgeblendet. Der Progress die letzten 2 Monate war ziemlich gut. Die, wie gesagt, Einschätzung des Updates ist pessimistisch. Und ja, ich meine, es kann nur besser werden, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem meine Wünsche sind eh bescheiden. Also was ich mir wünsche, ist sowas wie automatische Annahme von Dailies, dass die Position von dem NPC gefixt wird. Gut, die eine Änderung wäre noch gewesen, die ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, dass Anku nicht zu fast 100% auf AOE gefokust ist oder zu einem zu hohen Anteil auf AOE only fixiert ist. Gut, es wurde jetzt mit dem letzten Patch behoben, aber die Frage ist, was machen sie im nächsten Patch mit Anku? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass Anku schon fertig ist. Also ich glaube, da kommen mindestens nochmal 1 oder 2 Patch-Notes, die wieder was in Anku verändern werden. Aber ja, das wäre doch so ein Ding gewesen, aber das haben sie jetzt ja gemacht, sage ich mal, deswegen passt das wiederum. Ja, noch so ein Ding wäre natürlich die Monster in der Open World wieder ein bisschen schwächer machen oder vor allem langsamer machen. Aber ich denke, der Zug ist abgefahren, das haben sie auch komplett ignoriert, dieses Feedback, sag ich mal.
stand sogar in der Liste drin von Cat3s, dass das ein bekanntes Problem ist oder etwas, was die Spieler oder was sich Leute wünschen. Ist bisher nichts passiert. Ich denke, der Zug ist, wie gesagt, abgefahren. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Progress war echt gut. Und ich sage danke euch fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns auch im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dann rein. Schaut in den Livestreams vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und ciao, ciao.